Yo soy Jimena Dávalos Sarabia. Creo que desde niña he sido muy sensible a las desigualdades sociales. Ich bin Jimena Dávalos Arabia. Ich glaube, dass ich seit meiner Kindheit sehr sensibel für soziale, wirtschaftliche, kulturelle und politische Ungleichheiten bin. Die erste Zeit meines Lebens war ich linke Aktivistin. Danach fokussierte ich mich auf den Bereich der Arbeitnehmerrechte und setzte mich für die Rechte der Frauen ein, insbesondere für die Rechte von Mädchen und indigenen Völkern. Mujeres en especial, de la niñez y pueblos indígenas. En el último tiempo estoy viviendo en un pueblo pequeño, acá en Aiquile, Bolivia. Und nun lebe ich in Aiquile, in Bolivien. Ich lebe hier schon seit einigen Jahren und leite ein Kulturzentrum. Ich habe aus verschiedenen Gründen aufgehört, in der Stadt zu leben. Und der wichtigste Grund ist, dass ich die Möglichkeit hatte, diesen Ort zu haben. Ich habe das Grundstück meiner Mutter geerbt und somit die Möglichkeit, etwas zu tun, was ich schon immer tun wollte und wozu ich mich in der letzten Zeit aufgrund von Lebensumständen gezwungen sah. Eine der schönsten Sachen in meinem Leben zu tun. Me he sentido impulsada a hacerlo. Entre las cosas más lindas de la vida que tengo son mis dos hijos, son dos soles. Und ein Motor in meinem Leben sind meine Kinder, meine 2 Sonnen, die mich erleuchten, und ein dritter Sohn, der diese Welt verlassen hat. Aber seine Anwesenheit, seine Liebe sind immer präsent und mein Antrieb, das zu tun, was ich hier mit diesem Ort mache. Demzufolge ist der Ort ein Wendepunkt und gleichzeitig ein Ort für Kunst und Kultur. Ja, das ist es, was ich in letzter Zeit tue. Eso es lo que hago últimamente. Creo que hay más de una causa, ¿verdad? Siempre hay más de una causa. Pero la persona y el hecho que me Nun, ich glaube, es gibt in Wirklichkeit mehrere Ursachen. Ich denke, es gibt immer mehr als einen Grund. Aber die Person, die mein Impuls war, das zu machen, was ich hier aufgebaut habe, war der Verlust meines Sohnes Camilo. Das war, wie man es nur schwer in Worte fassen kann, eine große, unbeschreibliche Tragödie. Aber inmitten des Schmerzes, inmitten des Leidens, haben wir als Familie beschlossen, etwas zu tun, und zwar eine Stiftung zu gründen. Zuerst sollte es ein Andenken an ihn sein. Er war Dichter und Schriftsteller und er litt an einer bipolaren Störung. An dieser Störung starb er und nein, wir konnten ihn nicht sehr effektiv unterstützen. Und dann dachten wir, das Hauptproblem und das größte Drama dabei war der Mangel an Wissen über das Thema der psychischen Gesundheit und der psychischen Störungen. Und auch das fehlende Bewusstsein darüber, die vielen Vorurteile und die ganzen Tabus über diese Problematik, was auch ein zunehmendes Problem für die Jugend darstellt. Und deswegen haben wir als Familie beschlossen, eine Stiftung zu gründen. Eine Stiftung, die 2 Hauptarbeitsbereiche hat. Wir nannten die Stiftung Caminar, Gehen, für den Namen Camilo. Camilo ging gerne viel und zu Fuß. Doch dabei ging es um mehr als nur um das Gehen. Wir waren der Meinung, dass es nicht nur eine Botschaft sein sollte, sondern dass wir etwas tun wollen, etwas Nützliches, indem wir unsere eigenen Erfahrungen verstehen, sie teilen und aus ihnen lernen. Und auch, wenn es sehr schmerzhaft ist, aber wir leiden noch viel mehr unter dem Mangel an Wissen darüber. Das war unsere Motivation, eine Stiftung zu gründen, die sich unter anderem mit der Forschung befasst. Außerdem arbeiten wir im Bereich der psychischen Gesundheit und beginnen im Bereich der Sozialwissenschaften zu forschen. Y la otra parte es la de promoción a el arte y la cultura, que es donde más hemos avanzado, es donde más hemos caminado. En esa línea de trabajo lo que hacemos es... Der andere Teil unserer Stiftung ist die Förderung von Kunst und Kultur, wo wir die meiste Arbeit leisten. In diesem Bereich machen wir temporäre Kunstausstellungen und Charango-Konzerte.
Aquile ist die Hauptstadt des Charangos, wo so viele Charangos hergestellt werden und viel Charango-Musik gespielt wird. Wir veranstalten Konzerte und machen pädagogische Workshops. Und wir träumen davon, diesen Ort in einen Ort zu verwandeln, an dem Kinder und Jugendliche Instrumente lernen, Theater und Schach spielen können. Schach zum Beispiel ist etwas, das hier in Aquile sehr viel praktiziert wird. Die Kinder hier sollen einen Ort haben, in dem sie sich entwickeln können und sensibel für die Schönheit der Kunst werden können. Und auch für andere Themen wie Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten aller Art sensibel zu sein. Zum Beispiel sagen wir, dass die Schönheit der Kunst die Schönheit der Natur ist. Und auf diese Weise hoffen wir, ein Bewusstsein, ein ökologisches Bewusstsein, ein Bewusstsein für die Wertschätzung von Grünflächen und Bäumen zu schaffen. Und das in dieser Zeit, in der wir, wie wir alle wissen, das lebensnotwendige Wasser immer knapper wird, wie zum Beispiel durch das Abholzen von Bäumen, aber auch durch andere Probleme, wie der Produktion von Giftstoffen und dem Zinnabbau. Ebenso die Produktion durch die großen Industrien der kapitalistischen Welt. Wenn wir also wollen, dass Kunst und Kultur wichtige Elemente sind, dann müssen wir Bewusstsein schaffen und für andere Probleme sensibilisieren. Und das sind die 2 Linien meiner Arbeit und viele meiner Träume. Ich denke, das ist es, was ich im Moment über meine Arbeit sagen kann. Hasta ahí creo que es lo que puedo decir acerca del trabajo en estos momentos. Ja, ich habe schon viele Menschen kennengelernt und ich möchte noch viel mehr Menschen kennenlernen, von hier aus meinem Land und auch Menschen aus dem Ausland treffen. Das ist es, wonach ich suche. Ich glaube, ich suche nach der wahren Seele der Menschen, mit denen ich mich verbinden kann. Und ich bin nicht an einem materiellen Austausch interessiert. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Ich interessiere mich nicht für kapitalistische Angelegenheiten, es sei denn, es ist für einen guten Zweck. Ich suche nach Menschen, die großzügig sind, solidarisch sind mit denen, die weniger haben. Und ich möchte auch ein Echo erzeugen mit dem, was ich zurzeit mache. Und ich will auch von den Leuten lernen. Ich möchte durch sie auch etwas über mich lernen und daran wachsen. Ich möchte Menschen unterstützen, die weniger Glück haben und bin auf der Suche nach Seelen, die das auch wollen. Ich möchte ihre Geschichte erfahren und im Austausch mit ihnen sein. Was ich suche? Ja, ich bin auch auf der Suche nach Erfahrung und ich bin auf der Suche, um zu lernen und ein wenig zu lehren. Bueno, en esa utopía que es retroceder en el tiempo hacia un momento de la juventud con toda la energía y con todo el... Nun ja, es ist eine Utopie, mit meiner jetzigen Lebenserfahrung in die Zeit aus meiner Jugend zurückzukehren, als ich noch so viel Energie hatte. Ich würde mir und jungen Menschen empfehlen, an Veränderung, einen grundlegenden Wandel zu glauben. Und um diese Veränderung, diesen Wandel zu erreichen, ist es notwendig, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Wenn ich in der Lage wäre, in der Zeit zurückzukehren, würde ich gerne das tun, was ich jetzt gerade mache. Ich möchte Veränderungen erreichen, aber ausgehend von den einzelnen Individuen und vor allem von Kindern und Jugendlichen. Früher habe ich davon geträumt. Und da war ich natürlich nicht die Einzige, dass durch eine Änderung der Strukturen, durch eine Änderung der Gesetze die großen sozialen, wirtschaftlichen und politischen Veränderungen erreicht werden können, die nötig sind, um Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten zu beseitigen. Pero ahora creo que esos grandes cambios necesarios, los sigo creyendo. Aber heute glaube ich, dass diese großen Veränderungen, die notwendig sind, dass wir an die Bedeutung der Menschheit glauben sollten und mit der Stärkung der Kinder beginnen müssen.
Und ich glaube, dass dies auch eine Revolution sein kann, Kinder zu stärken, ihre Räume, die Familien. Der soziale Zusammenhalt kann die Gesellschaft verändern. Ich denke also, dass wir jetzt endlich anfangen müssen, uns mit den Kindern zu beschäftigen. Ich denke, sie sind die Hoffnung, sie zu stärken und damit das Einfühlungsvermögen und die Solidarität zu fördern. Das ist es, was wir hier und jetzt tun sollten. Nun gut, wenn ich in die Jugend zurückgehen könnte, würde ich sicherlich das Gleiche tun wie jetzt. Natürlich mit mehr Energie und mit der Idee, Veränderung zu sehen. Denn jetzt träume ich von Veränderung. Und hoffentlich wird die nächste Generation etwas von dem sehen, wovon wir heute träumen. Ja, ich denke, das ist es. Poder ver los cambios. Porque ahora a lo que aspiro es a, ojalá, iniciar cambios. Y bueno, serán la próxima generación las que vea algo de lo que estamos soñando hoy. Sí, creo que eso es. Sí, perfecto. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias. Lo logramos. Tan interesante. A ratos parecía que no lo lográbamos.